An diesem Exponat möchten wir Ihnen unsere Antriebslösung für eine vollhydraulische Spritzgießmaschine zeigen. Bei unserer Antriebslösung wird ein Servomotor durch eine Direktverbindung mit einer Innenzahnradpumpe verbunden, welche durch eine konstante Ölumlaufschmierung wartungsfrei ist. Außerdem haben wir verschiedene Softwarefunktionen für unsere Servoantriebe für die Hydraulik realisiert, unter anderem eine intelligente Druckregelung innerhalb des Antriebs und verschiedene Schutzfunktionen, zum Beispiel gegen ein Trockenlaufen der Pumpe oder gegen eine thermische Überlastung der Pumpe. Weiterhin haben wir verschiedene Monitoring-Funktionen an Bord, zum Beispiel das Monitoring des Drucksensors oder das Monitoring der Pumpenleckage. Ja, an dem Exponat hier greifen wir zwei wesentliche Leitthemen der diesjährigen K-Messe auf. Das ist zum einen der effiziente Umgang mit Material, mit Ressourcen, mit Energie und zum anderen natürlich Produktivität und Performance-Steigerung. Und wie können elektrische Antriebe helfen, effizienter mit Energie und mit Material umzugehen und die Performance der Maschine zu steigern? Das sehen wir hier beispielsweise in dieser Übersicht. Ausgehend von der Servohydraulik sieht man halt, dass wir durch den Einsatz von einem elektrischen Dosierantrieb und einem elektrischen Schließantrieb 34% Energie im Maschinenzyklus sparen können. Ein wesentlicher Beitrag, um den Produkt-Carbon-Footprint zu reduzieren und effizient mit Material und mit Energie umzugehen. Ein weiter wesentlicher Vorteil der elektrischen Antriebstechnik ist, wenn ich den Dosierantrieb auch elektrisch gestalte, kann ich Zykluszeit reduzieren und damit die Produktivität der Maschine verbessern. Wie das konkret passiert, sieht man hier in der Übersicht, dass ich bereits mit dem Werkzeug öffnen beginnen kann, nach Beendigung der Kühlzeit und nicht darauf warten muss, bis der Plastifiziervorgang abgeschlossen ist und erst dann das Werkzeug auffahren muss. Das heißt, hier helfen elektrische Antriebe ganz konkret im Bereich des Plastifizierantriebes dabei, die Zykluszeit zu reduzieren und die Produktivität der Maschine zu verbessern. Ja, in diesem Exponat zeigen wir eine Gentry-Funktion, eine Gentry-Achse für den Schließantrieb und zeigen, wie wir die Schließe elektrifizieren können und die Last auf zwei Antriebe entsprechend aufteilen können, um auch große Schließkräfte oder Schließbewegungen elektrifizieren zu können. Mittels unserer intelligenten Antriebsfunktion kriegen wir eine sehr, sehr hochsynchrone Bewegung beider Achsen realisiert und können damit eben diese Last auf zwei Antriebe aufteilen und große Schließen hochsynchron und präzise bewegen und extrem dynamisch natürlich, um die Zykluszeit entsprechend zu reduzieren. Weiterhin ermöglichen uns die intelligenten Antriebsfunktionen auch ein Energiemonitoring der beiden Achsen darzustellen, was wir hier zum Beispiel auch auf dem Display präsentieren, um dem Maschinenbauer eben auch quantifizierbare oder Maschinenanwender quantifizierbare Zahlen und Energieverbräuche der einzelnen Achsen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie diesbezüglich noch weitere Fragen haben, kommen Sie gerne auf die Firma Baumiller und unsere Experten zu. Die stehen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.